In dieser Folge gehen wir endlich wieder schwimmen. Das letzte Mal ist einfach zu lange her. Oh mein Gott! Wir genießen ein paar Tage am Stausee, bevor es für uns weiter zu ein paar Wanderungen geht. Wir sehen das erste Mal Feuersalamander in freier Wildbahn und dann geht es weiter bis kurz vor die Hohe Tatra. Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns! Wir sind jetzt an unserem Stellplatz angekommen und ja, was soll man sagen? In der Wiese, wo wir eigentlich hinfahren wollten, der eigentliche Stellplatz ist noch 200 Meter weiter, ist in der Wiese, aber es hat hier ordentlich geregnet und wir sind beim Anfahren schon durchgedreht, beziehungsweise dann wieder rausfahren. Deshalb sind wir jetzt hier bei so einer kleinen Zufahrtsstraße, die hier hinten durch den Fluss führt. Und ja, jetzt essen wir dann erstmal, gehen noch eine Runde mit dem Hund und dann geht es morgen weiter Richtung Ungarn. Ernsthaft, Rio? Das hier ist die monströse Flussdurchfahrt. Die würden wir auch schaffen. Bring her! Bring her! Wir waren jetzt gerade noch mit dem Rio und mussten jetzt schnell zurück zum Auto und die Kamera holen, weil wir einen Feuersalamander gesehen haben. Richtig cool. In freier Wildbahn haben wir, glaube ich, noch nie einen gesehen. Also ich nicht. Das ist richtig cool. Und weiter oben an der Straße ist noch einer. Also am Schotterweg. Jetzt macht die Sarah noch schnell ihre Bilder. Der mich gleich an. Ja, er spuckt Feuer. Deshalb ist es ein Feuersalamander. Wie ein Drache. Uns Menschen auch Gift. Der Feuersalamander ist eine europäische Amphibienart aus der Familie der echten Salamander. Kühle und feuchte Wälder sind sein bevorzugter Lebensraum. Er ist über weite Teile Mittel- und Südeuropas verbreitet. In Deutschland ist der Feuersalamander vor allem in bewaldeten Landschaften beheimatet. Die Lebenserwartung in freier Wildbahn beträgt nachweislich über 20 Jahre. Heute Morgen haben wir uns fast um den Morgenspaziergang mit Rio gestritten und haben dann beschlossen, wir gehen definitiv beide, weil hier so viele Feuersalamander rumlaufen. Bestimmt 6 bis 8 haben wir heute Morgen allein schon gesehen. Gestern haben wir 2 bis 3 gesehen und es ist so cool, die zu sehen. Und ich weiß noch, mein Papa hat mal einen in Slowenien gesehen und hat gesagt, das ist so besonders, wenn man die sieht. Ja, und was wir uns aber gefragt haben, ob es jetzt eine bestimmte Zeit ist, dass man die jetzt so sieht, oder ob die hier immer so zu sehen sind. Aber ich denke, es ist eine bestimmte Zeit. Genau, wir haben jetzt Anfang Mai. Anfang Mai ist es, ja, genau. Der Platz ist an sich wunderschön. Hier kommen auch Pferde vorbei. Allerdings sind die Vorderfüße zusammengebunden mit Ketten. Wahrscheinlich, damit es nicht abhauen kann oder nicht so schnell unterwegs ist. Und dann noch eine Glocke um den Hals, damit man wahrscheinlich weiß, wo das Pferd gerade ist. Er übt sich neuen Pferden. Rio, nicht Tobi. Wir sind heute weitergefahren und stehen jetzt auf dem Wanderparkplatz.
sind wir vorher auch schon mit Rio hoch zum Aussichtspunkt gegangen und naja, man kann es so sagen, der Weg war übel steil. Wir blenden es jetzt auch mal ein. Also die Aussicht war auch super schön, aber der Weg, selten so einen steilen Wanderweg gehabt. Ja, aber Und meistens, also am Anfang nicht, dann kurz und ja, dann das letzte Stück das oben. Das letzte Stück, das war gefühlt so, in echt wahrscheinlich so. Aber ja, es war aber super schön. Und hier soll auch noch ein Wasserfall, glaube ich, sein und Höhle. Eine Höhle. Die schauen wir mal, ob wir die morgen sehen. Morgen ist Montag, das heißt, da ist wieder weniger los, weil heute, wo wir angekommen sind, war der ganze Parkplatz hier komplett voll. Hier werden wir auch heute Nacht stehen bleiben. Und heute tagsüber war es halt wirklich voll. Und mittlerweile sind, glaube ich, nur noch 4 oder 5 andere Autos hier. Und ja, morgen schauen wir dann mal zum Wasserfall und zu der Höhle, ob wir die finden. Ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert ist. Wir wollten gerade rausgehen und die Sarah hat sich den Kopf ordentlich hier oben am Bett angestoßen, weil wir das sonst immer direkt zurückklappen und heute nicht. Ja, sie ist voll dagegen gelaufen. Sie hat schon eine Beule. Und jetzt sitzen wir hier und sie kühlt, damit die Beule nicht zu groß wird. Damit ich kein Einhorn werde. Der Weg führt hier durchgehend eigentlich direkt am Fluss entlang und ist super schön. Auf der anderen Seite vom Fluss führt eine Bahntrasse lang, wo alle, ich weiß nicht, halbe Stunde ungefähr ein Zug kommt. Und er ist etwas laut, vor allem es laufen viele Wanderer auch an den Bahnschienen entlang. Das ist aber ein Wanderweg, haben wir in der App gesehen. Genau. Also an den Bahnschienen oder auf den Bahnschienen und du kannst dann links und rechts wahrscheinlich. Genau, und vorne ist dann eine Brücke, wo man rüber kann, auf unserer Seite. Also voll krass eigentlich, aber der Zug hupt mehrmals. Ja, wenn aber er Leute sieht, denke ich. Trotzdem krass. Ja, aber da haben wir eindeutig die schönere Seite, wenn man das mal einfach nur anschaut. Und ja, jetzt haben wir auch, glaube ich, schon fast die Hälfte geschafft zum Wasserfall. Die Höhle war leider geschlossen, somit konnten wir diese nur von außen ansehen. Mit Rio wäre das allerdings eh nicht möglich gewesen. Und hier liegt Rio mit seinem Anker der Leine. Er bleibt liegen. Wir sind angekommen. Hier hinten sieht man schon einen kleinen Wasserfall. Da gehen wir jetzt noch runter. Und Rio freut sich auch schon wieder auf den Fluss. Super schön, oder? Super schön. Und ja, ihr habt richtig gesehen, Rio holt sich Algen. Er frisst auch extrem viel Gras. Ist
eigentlich schon fast ein Pflanzenfresser. Ja, oder die nächsten. Ist irgendwie auch süß. Ich habe gerade gesehen, er frisst sie nicht, er spielt nur damit. Bei uns geht es jetzt nach der Wanderung zurück zum Auto und ja, erstmal frühstücken und dann besprechen wir den weiteren Plan, was wir jetzt noch die nächsten so 2-3 Tage, wo wir hinfahren, was wir uns noch anschauen und dann geht es weiter nach Ungarn. Rio, wir müssen jetzt ein ernstes Wort mit dir reden. Nein, schau mich an, Rio. Das hier ist tabu. Das machst du nicht. Egal, was die Straßenhunde machen, du machst es nicht. Er pinkelt nämlich jetzt schon zum zweiten Mal unseren Reifen an. Also einmal hier vorne und der andere war auf der anderen Seite. Da ist die Tat. Es geht gar nicht. Rio, das Auto rostet. Ja, Und er hier wird ist- erwachsen. Und hier ist der Schuldige. Genau hier. Fühlst du dich schuldig? Nein, der tut er Anklage? nicht. Tut er nicht, gell? Nein. Wo wir gerade dabei sind. Wo wir gerade dabei sind, wir sind an unserem Stellplatz angekommen und er ist richtig geil. Also hier kann man an mehreren Stellen stehen. Wir stehen hier direkt am Stausee und theoretisch kann man da drüben auch auf so eine kleine Insel oder Halbinsel kann man auch stehen. Aber hier kann Rio schön frei laufen und ja, wir haben geiles Wetter, einen geilen Stellplatz. Was kann es eigentlich Besseres geben? Und kühles Bier. Und ja, für mich Pepsi. Und für sich Bier. Wir haben uns jetzt nochmal umgeparkt und haben jetzt folgenden Ausblick. Direkt aus dem Wasser, aus dem Bus. Ich bin schon so aufgeregt, weil ich gehe jetzt ins Wasser. Das erste Mal seit der Türkei an der Südküste. Das ist schon ein bisschen her. Seit Ende Februar. Ende Februar. Ja, wird höchste Zeit. Good luck. Ja, die Sonne ist gerade weg, es ist kalt. Aber der Stein ist hier übelst warm. Oh. Ach du Scheiße. Wie kalt ist es? Oh mein Gott. Das kann ich nicht mehr zeigen. Ja. Deine Hose rechts sitzt nicht. Alter. Oh. Oh, ist schon hart. Yay. Oh mein Gott. Fühlst du dich jetzt frisch? Ah, ja. Naja. Hallo Rio. Ah. Schau mal, ich bin nass. Mein Gott, es ist kalt. Wir waren heute einkaufen und wir haben gelesen, dass das typisch für Rumänien ist, die Pufuletti. Das heißt, wir probieren sie jetzt, weil wir jetzt bald aus Rumänien draußen sind und das müssten wir noch probieren. Ja, und die haben wir auch schon an einem Straßenverkauf und so gesehen und ja. Riecht wie Popcorn ein bisschen. Wie Popcorn. Schmeckt Oh ja, wie Pufulettis sind gut. Oh, die sind erst knusprig, wie man sieht. Cool. Warte. Ja. Dann hat man sie im Mund und sie werden sofort weich und lösen sich auf. Und weg. Und weg. Das ist echt lustig. Muss so probieren.
Wir stehen jetzt schon die zweite Nacht hier an diesem wunderschönen Stausee. Und irgendwie kommen wir noch nicht so ganz los, weil manchmal tut es auch ein bisschen gut, eine Pause zu machen und alles ein bisschen sacken zu lassen, weil wir ja doch relativ viel jetzt erlebt haben, schon in den letzten Monaten. Und ja, wir können uns noch nicht so ganz losreißen. Und ja, Rumänien gefällt uns einfach zu gut. Und mit Sonne, See vor der Tür und einem Getränk sind wir glücklich. Was uns auch in Rumänien super gefällt, ist, dass man eben wild stehen darf oder wild campen, übernachten darf, weil sonst achten wir immer darauf, keine Stühle hier irgendwo aufzubauen und vor allem auch nicht den Tisch, den wir eh neu haben. Genau, also dass wir einfach hier in Ruhe sitzen können und es ist kein Problem. Und ja, was verboten ist, ist eben in Nationalparks zum Beispiel, da muss man auf dem Campingplatz, das haben wir ja eben am Anfang auch gemacht. Was hast du da gefunden? Ein Stein. Oh. Freut man sich doch, einen Hund zu haben, wenn er so ausschaut. Sarah war nämlich gerade noch mit ihm. Aber er hatte Spaß. Das sagt sie zumindest. Wir packen gerade zusammen und es geht heute für uns nach Ungarn. Davor werden wir jetzt noch ein bisschen einkaufen und dann die Grenze zu Ungarn heute überqueren, und zwar ohne Maut Richtung Budapest. Wir sind jetzt in Oradea und die Sarah besorgt gerade noch eine neue Tablette für den Rio, dass er gegen Zecken, Herzwürmer und so weiter geschützt ist. Und dann fahren wir zum Lidl und dann geht's zur Grenze. Die ist direkt hinter der Stadt. Wir sind jetzt an der Grenze und haben, wenn ich es richtig gesehen habe, Rumänien schon verlassen. Und jetzt sind wir kurz vorm Grenzübertritt nach Ungarn. Und ja, sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Autos vor uns und dann sind wir in Ungarn. Jetzt nur noch 4. Also, wir sind schon in Ungarn. Das hat jetzt 5 Minuten gedauert. Fahrzeugschein und so wurde gar nicht kontrolliert. Hundepassport wollten sie auch oder Hundeausweis auch nicht. Ja, und jetzt sind wir schon auf dem Weg in Ungarn. Genau, und man merkt einfach, man ist wieder innerhalb der EU beim Grenzübertritt. Und das ist super easy. Ja, total die erste easy. Grenze innerhalb der EU seit der Türkei. Und eins muss man sagen, wir waren echt lange von den Mücken verschont, aber seit gestern sind die hier überall, sobald man abends mit dem Hund geht. Ich wurde gestern schon ein paar Mal gestochen und jetzt hört man es auch überall rumsurren, auf der Hand sitzen, überall. Uah. Uah. Wir haben uns dazu entschlossen, jetzt relativ schnell Richtung Slowakei zu fahren und gar nicht mehr so lange in Ungarn zu bleiben. Aber bevor wir in die Slowakei fahren, geht es für uns jetzt erstmal zu einem See
Der ist, ich weiß gar nicht, circa 60 bis 80 Kilometer nördlich von uns jetzt, weil es einfach so warm ist. Und hier es ist super schön hier, die Graslandschaft, aber es ist einfach so warm und Rio sucht einfach nur aktiv immer den Schatten. Wir auch. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall auf die Abkühlung. Und vom See aus müssen wir dann mal schauen, was wir machen. Ob wir dann direkt in die Slowakei fahren oder ob wir irgendwo noch einen Sightseeing-Spot mitnehmen. Weil wir waren vor 5 Jahren oder so schon mal in Ungarn, also in Budapest. Und wir wollen ja vor allem die Länder sehen, wo wir noch nicht waren. Wir haben so lange auf das warme Wetter gewartet und jetzt ist es so warm, aber es ist richtig schön. Nicht beschweren. Nee. So, wir sind jetzt vor knapp 2 Stunden hier angekommen an dem See. Er ist so zwar wirklich, wirklich schön, aber man kann sehr bescheiden stehen, weil hier irgendwie nur Buchten für Angler sind und es gibt nichts anderes. Also führt so ein Feldweg einmal außen rum, aber es sind halt wirklich nur Buchten und alle Buchten waren mit Anglern belegt. Und ja, wir sind jetzt aber in einer größeren Bucht, wo wir mittlerweile alleine stehen. Am Anfang waren da noch 3 andere Autos und das ist wieder mal ein Beweis, dass vorne rum es wirklich super schön ist an den Plätzen. Und was man nicht sieht, das zeige ich euch auch gleich, wir sind halt direkt an der Schotterstraße. Das heißt, alle Angler, die jetzt noch hinten sind, fahren bei uns heute Abend vorbei. Morgen früh wahrscheinlich dann auch. Also es ist gar nicht so ruhig. Aber ja, wir haben es uns definitiv anders vorgestellt von den Bildern. Aber für heute, für eine Nacht geht es auf jeden Fall. Und morgen müssen wir dann mal schauen, ob wir doch noch hier bleiben, weil morgen wird es 27 Grad. Oder ob wir weiterfahren. Aber das ist was wir morgen beschließen. So, und jetzt sind wir oben angekommen und hier ist die Straße hinter mir. Und da stehen wir. Und auch wenn es die meiste Zeit jetzt ganz gut geht, sind doch wirklich einige drüben. Also es waren bestimmt, ich weiß nicht, 15, 20 Stellen, wo die Angler waren. Und ja, die fahren auch nicht alle so langsam hier vorbei. Aber wie gesagt, es gehört auch dazu. Und die Stelle oder die Seite zeigen, denke ich mal, die wenigsten. Schaut im Internet immer alles so super und schön aus, wie wir stehen. Und ja, es ist halt oft nur eine Seite der Medaille. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir hatten eine kurze Nacht. Oder, ja, Rio hat irgendwas gegessen, hatte Durchfall. Heute Morgen hat er sich noch übergeben. Jetzt scheint er wieder okay zu sein. Und ich weiß nicht, wir stehen hier an einem See. Also Tobi hat es ja gestern schon gesagt, dass es immer so 2 Seiten gibt oder manchmal. Und wir haben auch das Gefühl, dass wir hier ein bisschen im Weg sind. Hier kommen gerade ganz viele Fischer und deswegen, also es ist 6 Uhr und deswegen werden wir jetzt auch wegfahren, nachdem die jetzt gerade alle antanzen, damit wir auch den Platz vom See nicht für die einnehmen, finde ich. Also Platz machen sozusagen.
Wir sind jetzt am ersten Wasserfall angekommen. Das ist ein sehr kleiner, überschaubarer Wasserfall. Unterwegs sind wir jetzt durchgehend an einem Bach lang gegangen und ja, eigentlich auf einer geteerten Straße. Ist aber wirklich schön angelegt hier im Nationalpark. Und der Wasserfall, also der erste, ist wirklich mini. Ich zeige ihn euch mal. Aber das Wasser davor, es ist ultra klar. Also wirklich richtig schön. Und Wasserfall Nummer 2. Oh, der ist stark. Wir sind jetzt hier kurz vor der Höhle und hier laufen überall Feuersalamander rum. Das ist so cool. Das ist richtig cool. Also hier sind jetzt, also wir haben den ersten hat Rio gefunden, weil er fast reingelaufen wäre. Ist er aber nicht. Und danach waren wir deutlich vorsichtiger. Und ja, dann fallen sie auch auf. Feuersalamander sind vor allem nachtaktiv. Tagsüber sieht man sie meistens nur nach Regenfällen. Für uns geht es jetzt hier den Berg hoch. Freuen wir uns? Ja, danach, wenn wir angekommen sind. Es wird immer steiler. Gott. Sind nur noch 800 Meter. Ah, ich hoffe nicht nur so steil. Und ja, es ist wirklich steil. Sie ist da, wir sind da, endlich. Das war jetzt echt nochmal anstrengend. Und außerdem hat es angefangen zu regnen. Aber insgesamt haben wir jetzt bestimmt schon wieder 10 Feuersalamander oder so gesehen. Das ist so krass, wie viele es hier noch gibt. Das ist die Höhle. Wir haben jetzt bestimmt noch weitere 10 bis 15 Feuersalamander gesehen. Und für uns war es das jetzt dann auch hier im Nationalpark. Wir gehen jetzt noch zurück zum Auto, schlafen hier auf dem Parkplatz und morgen geht es dann nach... In die Slowakei. Achso, ja, in die Slowakei, nicht nach. Der dritte Gang wird doch knapp. Aber wir schaffen es. Bingo. Bingo. Wir sind jetzt an unserem Ziel angekommen. Circa 80 Kilometer in der Slowakei. Und zwar sind wir bei Dedinki an einem Bergsee. Und eigentlich wollten wir hier im Ort schlafen, aber hier ist ein Campingverbotenschild. Ja. Das heißt, wir werden hier nicht schlafen. Und in der Nähe gibt es anscheinend einen größeren Parkplatz von einem Skigebiet. Und ja, schauen, ob man es da darf. ja, also laut Park for Night darf man dort schlafen jetzt. Das ist aber von 2018. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob es noch immer so ist und sonst müssen wir weiterfahren. Ja. Wobei bis jetzt die Slowakei echt schön ist. Landschaftlich wunderschön. Also auch so ein sattes Grün alles, ein bisschen hügelig, also wunderschön. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber ja. Jetzt genießen wir noch kurz die Sonne und dann geht es weiter zum theoretisch nächsten Stellplatz.
Wir haben jetzt mal geschaut, was es hier sonst noch für Plätze gibt. Und Ute und Björn sind, ich weiß gar nicht, circa 30 Kilometer nördlich von uns auf einem Platz. Und ja, wir haben uns dazu spontan umentschieden, dass wir jetzt zu denen fahren, anstatt auf den Parkplatz vom Skigebiet. Weil da wissen wir auf jeden Fall, dass wir stehen können. Die standen da nämlich schon letzte Nacht. Und ja, deshalb fahren wir jetzt los. Verbringen dann noch mal einen schönen Abend zusammen. Und dann schauen wir mal, ob wir noch weiter in der Slowakei bleiben oder relativ schnell nach Polen fahren. Wir sind jetzt auf dem Wanderparkplatz bei Ute und Björn angekommen und ja, er ist ganz nett. Wir stehen nicht gerade. Die Gegend ist toll. Wir hatten eben schon Blick auf die Hohe Tatra. Ja. 1A. So, ja. Da kommen wir zum nächsten Punkt hier in der Slowakei. Wir wollten eigentlich unbedingt die Hohe Tatra sehen und dachten, es ist schon wärmer. Aber die Gipfel sind noch im Schnee und da oben hat es halt zum Teil noch Minusgrade. Ja. Und da wir nicht wirklich Lust wieder auf das kalte Wetter haben, werden wir, so wie es ausschaut, relativ schnell nach Polen weiterfahren. Ja, leider. Wobei jetzt bei der Herfahrt hat man schon gesehen, dass das Land so viel zu bieten hat. Also es ist echt wunderschön. Aber Polen ist auch schön. Genau, das hinter mir, wo die Sarah gerade lang gelaufen ist nur ein Beispiel für die super schönen Straßen hier in der Slowakei, weil hier fährt man durch die Allee mit den blühenden Bäumen und jetzt muss ich noch schauen, ob man sieht. Hier hinten hat man dann die Hohe Tatra als Hintergrund. Das ist echt richtig beeindruckend hier, die Natur. Vielen Dank fürs Anschauen von unserem Video und wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Das nächste Mal geht es für uns in der Slowakei weiter zu einer der Wanderungen, wo ich mich meiner Höhenangst stellen muss, und das war die spektakulärste Wanderung in ganz Osteuropa, die wir gemacht haben. Ja. Zuerst richten. Alter, schau mal meine Haare an. Die stehen halt hier links und rechts. Weg. Oh mein Gott, wie halten das? Hä? Was sind das? Ah, die sind hier vorne, die so wegstehen. Wie halten das denn Menschen aus mit langen Haaren?